Und es geht um Bildoptimierung. Und für die Anwesenden, Einstiegsfrage, warum sollte man Bilder optimieren, insbesondere im Online-Business? Verschiedene Clients. Verschiedene Clients? Ja. Okay, und warum brauchst du da unterschiedliche Bilder? Verschiedene Displaygrößen. Bandbreite. Bandbreite, sehr gut. Genau. Und Format. Letztlich wollen wir eigentlich primär die Darstellungszeit nach unten bringen. Ne? Hat was mit Bandbreite zu tun, hat was mit Auflösung zu tun, aber letztlich wollen wir versuchen, das ist die einfache Antwort, möglichst kleine Dateien in möglichst guter Qualität zu übertragen. Und das ist bei den Ausgangsdateien, die wir anschauen, nicht immer der Fall. Wir nutzen vielleicht sehr, sehr große Auflösungen. Wir nutzen vielleicht Formate, die nicht ganz so gut komprimieren. Oder wir haben zum Beispiel ein Device, ein Mobile Phone, das hat nur ein paar 100 oder 1000 Pixel und da brauchen wir nicht mit einem 2.000 oder 3.000 Pixel breiten Bild ankochen, wenn die Bildschirmgröße nur bei 700 Pixeln liegt. Ja, also da schicke ich eine viel zu große Datei, die gar nicht dargestellt werden kann. Und am Ende des Tages geht es eben um diese Google PageSpeed Werte, First Contentful Paint, also wie viel muss ich runterladen und wie viel CPU brauche ich für die Darstellung und Time to Interactive. Ja, möglichst schnell darstellen, möglichst schnell ins Thema kommen. Und CDNs nehmen uns diese Arbeit größtenteils ab. Da braucht man nicht viel Intelligenz dafür, sondern man schaltet es einfach ein und magically passiert irgendwas. Und was machen diese CDNs? Sie konvertieren zum Beispiel die Bilder, Bildformate von einem JPEG in WebP oder ein modernes Format ist AVIF. Sie optimieren die Bildgröße. Es gibt da viele Metainformationen, die kann man wegschmeißen oder Farbpaletten optimieren, Kompression erhöhen, bei gleichbleibender Qualität und dergleichen. Ein weiterer Vorteil weshalb man Bildoptimierung in die CDNs auslagert, ist, wir wollen das natürlich nicht auf unseren Applikationsservern haben. Ja, die sollen Kundenanfragen beantworten, die sollen Produkte in den Warenkorb legen, Bestellungen abwickeln und dergleichen Suchabfragen machen, aber bitte keine Ressourcen verschwenden auf Bilder skalieren in den jeweiligen Größen. Und CDNs bieten darüber hinaus auch noch so ein paar Extras, nutzt man meistens nicht, so Watermark-Sachen oder Croppen, also sprich Ausschnitte machen. DPR, wer weiß, wofür das steht? DPR, Device Pixel Ratio, das ist dann zum Beispiel, wenn man ein Retina-Display hat, ja, doppelte Pixeldichte. Da gibt es ja mittlerweile 2 Pixel, 2,5, 3 Pixel und so weiter, die Mobiltelefon-Displays und iPads, wie sie alle heißen, die werden quasi immer dichter von den Pixeln her. Und jetzt kann ich natürlich meine Bilder daraufhin multiplizieren. Also statt 1000 Pixel zeigt es eben auf der Fläche von 1000 Pixel eigentlich 2000 Pixel an. Dafür steht DPR und Device Detection, was ich vor eingangs schon gesagt habe. Also wenn ich nur 700 Pixel habe in der Breite, im Landscape oder Portrait Mode, kann ich dann eben die Pixelauflösung entsprechend anpassen. Und das bietet mir also alles ein CDN. Oder die meisten CDN. Wenn man im Magento-Bereich so umgeht, hat man zum Beispiel Erfahrung mit Fastly im Adobe Commerce Bereich oder ansonsten Cloudflare. Die haben alle das quasi im Bauplan mit dabei. Viele Anbieter bieten das auch für Magento an in On-Premise Solution. Wir kennen das schon seit Magento 1 Zeit als Third-Party-Plugin. Ja, da hat man auch schon mit PNG und WebP experimentiert. Und das Problem dabei ist, dass diese ganze Berechnung und Konvertierung eigentlich immer noch auf unserem Applikationsserver stattfindet. Sie ist sehr langsam und wenig agil, braucht viel Plattenplatz und insgesamt ist die Lösung, sie funktioniert zwar, aber so richtig toll ist sie, glaube ich, nicht. Ein Feature, was ich erst kürzlich gefunden habe, das findet sich jetzt in diesen Experience League Adobe Seiten,
früher Magento DevDocs, ist ein Hinweis, wie man das Ganze mit Nginx konfiguriert. Und witzigerweise, der Marc Schust ist jetzt nicht mehr da, aber ich habe bei der Recherche ein GitHub-Issue gefunden für sein Docker-Setup. Und dann hat einer gesagt, hey, kannst du nicht die Bild-Skalierung mit Nginx konfigurieren? Und da gibt es eben ein Image-Filter-Modul, das nutzt darunter die libgd. libgd sagt vielleicht jemand was, das wird letztlich auch bei PHP eingebettet. Und da kann man dann eben in der Nginx-Konfiguration so ein paar Zeilen definieren, welches Format, welche Qualität und so weiter. Und dann konvertiert er einem und resized einem die Bilder. Das ist eigentlich ganz cool, aber es hat so ein paar Nachteile. Wenn du zum Beispiel von einem JPEG auf ein WebP willst, ist nicht ganz so einfach mit dem Ding, das beizubringen. Und häufig lassen die Leute dann im Hintergrund irgendwelche Programme laufen, die jeweiligen Zielformate erstmal definieren und dann kannst du noch resizen. Also das Originalbild erst in WebP und in PNG umrechnen und dann kannst du über den Imagefilter on the fly das Resizing machen. Es ist nicht ganz so geil. Die libgd, wenn man sich fragt, warum ist in PHP die Bildskalierung so ein bisschen langsam, das liegt an dieser Bibliothek. Warum konsumiert so viel Ressourcen? Die CPU geht immer recht gut hoch und Memory Consumption geht nach unten. Das liegt alles an dieser Bibliothek. Also Nginx hat die gleichen Nachteile, wie wenn ihr es in PHP macht. Deswegen ist sie funktioniert bestimmt besser als PHP-basierte Lösungen, aber ist auch nicht so richtig geil. Das Beste, was es momentan wirklich gibt im On-Premise-Bereich, ist Image Proxy. Warum ist es so anders? Es nutzt, das habe ich gar nicht aufgeschrieben, es nutzt eine andere Bibliothek, es nutzt libvips, heißt das Ding. Das ist super schnell, ungefähr 5-mal schneller als die Variante mit Nginx und libgd. Es hat einen ganz, ganz kleinen Memory Footprint und kann halt Antwortzeiten in unter 50 Millisekunden für das Resizing. Das Ding ist Open Source, ist von Russen entwickelt. Evil Martians heißen die. Die haben auch noch ein paar andere Open Source Projekte und ihr könnt so ziemlich alles damit konfigurieren. Es hat eine super Dokumentation, einfach mal eingeben, Image Proxy Documentation. Da werdet ihr wirklich staunen, was man da alles machen kann. Es gibt eine Pro-Version, da kann man dann noch so Spezialsachen machen wie Focal Points oder Object Detection. Stellt euch vor, ihr habt irgendwie ein größeres Bild und da steht eine Person oder ein Objekt drin. Und ihr wollt jetzt ein Close-up davon machen. Dann kann das Ding das Objekt erkennen und dieses Objekt ausschneiden und das dann entsprechend skalieren. Also gibt coole Sachen, kriegt man auch professionellen Support. Das einzig Schwierige ist, wenn man es eben mit Magento einsetzt, es setzt eine spezielle URL-Struktur voraus, weil das Ding natürlich Instruktionen will. Okay, du hast ein Originalbild, aber was machen wir jetzt damit? Wollen wir es resizen? Wenn ja, in welcher Auflösung? Wollen wir noch einen Watermark reinmachen? Was ist, wenn ich das Bild nicht finde? Da gibt es ein Fallback und so weiter und so fort. Also es erwartet schon einen gewissen Input, um auch wirklich ein gutes Ergebnis zu bekommen. Was es auch nicht hat, es ist halt zum Image Resizen gebaut und nicht zum Cachen. Das heißt, das geresizte Bild wird zwar ausgeliefert, wunderbar, es dauert auch nicht lange, aber du hast halt keinen Caching-Layer. Sprich, jedes Mal, wenn ein Kunde das Bild anfragt, wird es dann eben entsprechend geresized. Das ist ein bisschen eine Schwachstelle. Oder es ist halt einfach das Verhalten, es ist halt nicht eingebaut. Es ist ein nicht vorhandenes Feature. Und ich sag mal, wenn ihr jetzt so ein Managed Hosting oder sowas habt, dann ist es natürlich nicht einfach, das jetzt noch mit in die Infrastruktur irgendwie reinzugeben, weil das vielleicht vom Hoster nicht supported wird. Aber Vanished Accounts will Varnish. Ich habe gedacht, das wäre lustig. Also das, was Image Proxy an Nachteilen wirklich mit sich bringt, können wir super kompensieren mit Varnish. Das habt ihr sowieso in der Regel, wenn ihr Magento einsetzt, irgendwo in eurem Stack drin. Viele fassen das Ding nicht an, aber ich bin da seit über 10 Jahren ein großer Fan davon. Und deswegen habe ich für heute was vorbereitet. Ist auch später auf GitHub, um zu zeigen, wie kann ich das miteinander einsetzen. Genau.
Ein Feature, und jetzt kommen wir schon fast zum Demo-Teil, ein Feature, was Magento hat, was viele nicht bemerkt haben, ich glaube, es kam irgendwo so bei 2, 3 mit rein, ist die Möglichkeit, dass ich von diesem klassischen Bildformat für das Resizing und Resizing in Magento eigentlich per Konfiguration einfach umschalten kann, dass er sagt, hänge einfach an die originale Bilddatei die Resize-Parameter dran. Also welche Breite, welche Höhe das Bild haben soll. Und das könnt ihr einfach hier im Magento Backend machen. Also dafür muss man nichts installieren, kein Plugin. Und damit ist eigentlich der Magento-Part an dieser Stelle auch schon erledigt. Das heißt, wenn man nicht große Magic machen wollen, reicht diese Umstellung. Was passiert da? Also ihr kennt sicherlich dieses URL-Format mit dem Catalog Product Cache und dann irgendwie ein Hashcode, da steckt irgendwie Store-Code und so weiter mit drin und dann eben der Bildname. Und der wird durch Änderung von dieser Konfiguration umgeschrieben und dann habe ich im Wesentlichen den originalen Bildnamen, so wie ihr das Bild auch im Magento Backend seht, mit den gewünschten Größenparametern und noch 2 Extras hinten dran. Und im Store handelt es sich, die Information finde ich ein bisschen redundant, aber hängt ein bisschen von eurer Domain-Logik ab. Normalerweise haben wir den Store eher in der Domäne, aber das Store-Code ist eben hier noch da. Und was für ein Typ das ist. Auch das finde ich ein bisschen redundant. Das ist mehr für die Rolle wahrscheinlich, wenn du ein Watermark bei Large Images oder so irgendwas hinzufügen willst, dann ist das vielleicht interessant. Ansonsten kann man das eigentlich auch weglassen. Ansonsten dann eigentlich Breite und Höhe. Also das bekomme ich out of the box von Magento geliefert. Und der wichtige Vorteil ist beim Rendern, an der Stelle, wo die Frontend-Seite gerendert wird, verliert er keine Zeit. Weil er nimmt einfach nur die Information von dem originalen Bild, hängt die Parameter dran und fertig. Also da wird keine Information irgendwie abgelegt oder nochmal ein asynchroner Prozess gestartet oder sowas. Er ist an dieser Stelle fertig und dadurch ist auch die Rendering-Geschwindigkeit insgesamt besser. Ich habe mal aus ein bisschen einem anderen Projekt einen Chart rausgezogen, was verändert sich dadurch, dass wir hier ein Image-Proxy einsetzen und Varnish in unserer Infrastruktur. Wir reden über On-Premise oder ja. Wenn der Client die URL anfragt, nochmal ganz kurz zurück, das ist dann diese URL, ne, mit with height. Dann trifft der Request im ersten Moment, soll er auf den Varnish treffen. Der soll prüfen, habe ich von dem angefragten Bild in der gewünschten Größe, habe ich da schon eine Variante bei mir im Cache? Falls ja, kann ich die ausliefern. Habe ich die nicht, leite ich den Request entsprechend weiter an Image-Proxy. Und am Image-Proxy habt ihr jetzt mehrere Möglichkeiten, wo er das originale Bild herbekommt. Entweder mountet ihr zum Beispiel den NFS-Share, den ihr auch für Magento verwendet, um mehrere Server mit den Mediadaten und Bardaten und so weiter zu versorgen. Ihr könnt das direkt mounten, dann holt er das Bild im Wesentlichen lokal. Ihr könnt es aber auch per HTTP holen oder ihr könnt das auch von einem S3 oder sowas holen. Das finden einige unserer Kunden ziemlich interessant, die Bilder direkt in dem S3 abzulegen. Das geht dann vom Shooting her direkt auf den S3 und wird im Magento in der Datenbank letztlich nur abgelegt und dann eben entsprechend referenziert. Und wir können uns dieses Bild dann on the fly quasi holen. Und was wir noch für ein Kundenprojekt dazu gebaut haben, weil wir gemerkt haben, der S3, der ist nicht so performant. Oder manchmal müssen wir von einem Bild mehrere Varianten ausliefern. Also Thumbnail, Small Image und Detailbild, dann ist es vielleicht nicht schlecht, wir beanspruchen hier die Bandbreite nicht von dem S3, sondern bauen uns hier nochmal einen kleinen Reverse Proxy rein, das sind 50 oder 100 Zeilen Nginx-Code und dann habt ihr das dazwischen geschaltet. Und dann kann der Image Proxy, wenn er das Originalbild hat, eben mit den Instruktionen, welche Breite und welche Größe wollt ihr haben, kann er das resizen und zurückliefern. Für diejenigen, die unser Magento Helm Chart schon kennen oder nutzen, wir nutzen bei allen unseren Projekten, ich release morgen jetzt wahrscheinlich die neue Version, die hatte schon
eingebaut. Das heißt, ihr habt da einfach einen Toggle Image Proxy enabled, setzt ihr auf True, dann wird es mit deployed. Und ihr habt auch entsprechend das Varnish-Beispiel als VCL mit drin, was dieses ganze Handling, was ich euch gerade gezeigt habe und erklärt habe, schon macht. Und auch ist dabei, dass das geresizte Bild dann eben nicht im Varnish RAM liegt, sondern nochmal ein Disk-Cache dazwischen schaltet. Der Varnish RAM ist ja begrenzt. Häufig haben wir 1 GB, 2, 4, 8. Aber irgendwann ist halt der Arbeitsspeicher von der Maschine dann auch voll. Und Bilder können sehr leicht 10, 50, 100 Gig werden, je nachdem, wie viele Produktbilder ihr im Online-Shop habt und wie viele Varianten ihr davon abruft. Deswegen kann man den auf den Disk Storage legen. Und wenn ihr es geschickt macht, könnt ihr diesen Disk Storage auch so machen, dass der einen Restart von dem Varnish auch überlebt. Also ihr könnt das Ganze auch persistieren. Das ist ziemlich cool. Und das gibt eben Open Source bei uns auf dem GitHub Repository. Eine wichtige Sache habe ich vergessen zu erwähnen. Ich muss noch mal ganz schnell zurückgehen. Der Image Proxy, wie viele andere im CDN, kann auch automatische Formatkonvertierung, das heißt basierend darauf, mit welchem Browser das ich zugreife und was der im Accept-Header mitschickt, schickt der wahlweise ein JPEG, PNG oder WebP zurück. Du kannst auch ABIF machen, aber ABIF habe ich beim Eintest festgestellt, ist relativ teuer. Ein WebP kannst du in unter 50 Millisekunden generieren. Eine ABIF dauert bis zu 1 Sekunde. Gleiche Datei, gleiche Größe. Das ist ein sehr, sehr teures Format, wo ich nicht ganz weiß, ob sich das wirklich durchsetzen wird, weil es einfach so teuer in der Generierung ist. Die großen CDNs machen das mitunter so, dass sie teilweise das Originalbild erstmal raushauen und im Hintergrund einen Batch-Job haben, um ABIF zu generieren, asynchron. Und wenn sie das dann haben, schicken sie dann auch ABIF raus. Aber on the fly geht ABIF überhaupt nicht und es ist dann nochmal 10–15% kleiner. Aber was ich noch nicht getestet habe, was der Client eigentlich macht damit. Also ich weiß nicht recht, ob der Client, der es dann darstellt, ob der in der Darstellung von dem ABIF letztlich auch Zeit spart. Oder ob es eigentlich auch in der Dekompression einfach teurer ist wie ein WebP. Dann bringt mir das nämlich auch nichts, wenn das irgendwie eine halbe Sekunde eher da ist. Genau. So, jetzt machen wir Demo, oder? So, damit ihr das mal auch live seht. Das funktioniert. Das ist immer das Gute mit den Demos. Ja, das ist wichtig. Ich warte noch auf das Erlaubnis zu teilen. Ist nicht All Access rechts. So, Moment. Genau, das ist interessant. Ich bin immer rein und rausgegangen. Alles gut. So. Wunderbar. Der Bildschirm ist nicht angeschlossen und das Team ist nicht rein. Genau. Perfekt. Also, ich habe eine Vanilla Magento Open Source 2.4.5 P1 mit unserem Handchart hier deployed. Und ich habe jetzt mal, damit wir einfach die Unterschiede sehen können, habe ich hier den Image Proxy einfach mal runter skaliert. Unser Varnish VCL ist so intelligent, dass er erkennt, ob Image Proxy da ist. Falls ja, verwendet er ihn und falls ja, schickt er den Request einfach auf den Magento-Port hier an dieser Stelle. Nochmal ganz kurz im Magento Backend. Jetzt fliege ich wahrscheinlich raus. Ja, Zwischentimer. Damit wir ja was zu vergleichen haben, ich habe jetzt hier nochmal den Legacy Mode, der ist auch in jedem Magento-Standard so an. Das ist einfach das Magento-Standardverhalten, seit wir es von der 1.0 Version her kennen.
Der ist hier an. Und wenn ich hier ins Frontend gehe, und mir jetzt zum Beispiel dieses VisiVig-Bild anschaue, dann sieht man an der URL, aha, das soll ein JPEG sein von der Quelldatei. Und ihr seht dann auch, das wird auch als JPEG ausgeliefert und hat 67 Kilobyte. Wir ziehen uns jetzt mal ein paar Beispiele einfach raus. Das zum Beispiel. Und dann gehen wir noch ins Detailbild, ziehen uns das Ganze raus, schauen wir uns das kurz in der Größe an. JPEG und ja, 6,9 Kilobyte, das ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Aber in dem hier sieht man schon, 24 Kilobyte hat das, wird als JPEG ausgeliefert. So, jetzt machen wir zwei Sachen. Zum einen, wir schalten uns mal den Image Proxy an. Dann wird der einfach deployed. Also ihr braucht keinen Kubernetes, um Image Proxy zu verwenden. Ihr könnt einfach nur das Docker-Image verwenden. Das ist relativ easy. Und dann mit Varnish entsprechendes Routing machen mit IP und Port. Oder aber es gibt mitunter auch Packages für Ubuntu, ihr könnt von Source Code kompilieren und so weiter. Also es gibt alle Freiheiten, man ist hier nicht irgendwie gebunden. Das Coole ist an der Kubernetes-Variante, es gibt ein fertiges Helm-Chart direkt vom Hersteller, es gibt den Docker-Container und das Helm-Chart hat dann eben auch so Schmankerl wie HPA, das steht für Horizontal Pod Autoscaler. Und heißt quasi, wenn da mehr Last draufkommt auf den Image Proxy, weil er zum Beispiel den Cache geflasht hat oder so irgendwas, dann skaliert er mal schnell hoch, generiert die Varianten, dann skaliert er wieder runter. Das ist halt in Kubernetes mit drin. So, jetzt wollen wir hier entsprechend umstellen auf die Einstellungen, die ich vorhin gezeigt habe. Und da kann man jetzt auch im Vergleich nochmal sehen, was da passiert. Wir löschen jetzt den Varnish-Cache. Einfach damit die CMS-Seiten vorne neu generiert werden und dass wir nachher auch die Bild-URLs entsprechend haben. Wenn wir jetzt gerade hier sind, laden wir das neu und machen das gleiche Ding. Und jetzt sehen wir, dass die URL, pardon, Vorführeffekt, Live-Demo. So, schauen wir mal. So, jetzt hat er hier die Parameter dran, die ich vorhin auch gezeigt habe. Und wenn wir jetzt hier drauf gehen, mal gucken, ob der Image Proxy schon erkannt wurde. Dann sehen wir hier, wunderbar, hat geklappt. Der liefert jetzt, also an dem URL-Namen wird hier nichts geändert. Ja, der ist JPG. Warum? Das ist die Adresse zum Originalbild. Nicht das, was wir ausliefern. Ausliefern tun wir aber ein WebP. Und Image Proxy ist so nett und schreibt uns auch noch einen ordentlichen Dateinamen dran. Das heißt, wenn wir das Ganze speichern, na gut, macOS macht keine Dateiendung, aber es wäre jetzt quasi zu speichern als ein WebP. Und wenn wir jetzt mal schauen, dann haben wir jetzt nur noch 13,9 Kilobyte im Vergleich zu dem hier. Das war das gleiche Bild, oder? Der letzte. Ah, stimmt. Danke. Genau, das waren vorher 23. Also knapp 45%. Und wenn wir auf die Übersicht gehen, ich glaube, das hier hatten wir. Genau, das war das White 09, das war hier das JPEG mit 6,9. Schauen wir das an. Und da sind wir bei 4. Ja, also auch rund WebP ausgeliefert, also auch rund 30% gespart. Und auf der Produktdetailseite, wir können das auch mit VisiVig-Bildern machen. Mal nochmal geschaut, da hatten wir ein JPEG mit 6,7. Wir wissen, wie oft das Marketing-Leute einfach unkomprimierte Bilder hochstellen. 67 Kilobyte. Nie passiert.
Videos. Da haben wir 35 als Webkey. Also wir können mit Image Proxy einfach nur durch Aktivierung, ohne dass wir eine Zeile Code programmieren, durch ein bisschen mehr Infrastruktur das gleiche erreichen wie mit einem CDN, nämlich 30-50% einfach an Datenübertragung sparen und damit gleiche Auflösung, gleiche Qualität, aber einfach wesentlich schneller, 50%, 30-50% einsparen. Genau. Das ist das, was wir mit dem Tool erreichen können. Und das war auch schon meine Präsentation. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu? Der Vortrag ist recorded. Sourcen werden online gestellt. Habt ihr denn das schon irgendwo auf einem Live-Projekt eingesetzt? Ja, also wir haben etliche Projekte damit schon umgesetzt. Wir haben Möbelhandel, Fashion geht sehr, sehr gut, weil gerade in Fashion hast du viele Bilder, Möbelhandel hast du viele Bilder, Möbelhandel hast du mindestens 4, 5 Bilder standardmäßig, wo du viele Varianten dann auch entsprechend ausspielst. Wir haben auch schon experimentiert mit DPR und Viewports. Also es gibt ein paar Tags, die kannst du ins HTML einsetzen. Dann liefert der Browser erweiterte Informationen darüber, was für ein Viewport das er hat. Also Portrait Mode, Landscape Mode, welche Pixelbreite sein Display hat, schickt er dir mit. Und auch welche Device Pixel Ratio, DPR. Und dann kannst du natürlich überlegen, du kannst auch solche Spielereien machen, dass du sagst, das Bild hat nicht eine absolute Pixelzahl, was weiß ich, 700 Pixel oder was du brauchst, sondern 30% vom Viewport. Das kannst du mit angeben. Und dann kannst du natürlich anfangen zu kalkulieren. Das haben wir mal gemacht, das führt aber zu unglaublich vielen Varianten. Also das ist ein bisschen böse, weil schau dir die Smartphones an, da hat jeder 50 Pixel mehr und minder, dann drehst du das, dann kriegst du wieder ein neues Bild und so weiter. Das ist ein bisschen arg stressig und beim Experiment mit DPR habe ich einfach festgestellt, es lohnt nicht wirklich auf das DPR die Bildauflösung zu kalkulieren. Weil wenn du so ein modernes iPhone hast mit DPR 3 oder so irgendwas, dann müsstest du quasi aus einer Darstellung von 700 Pixeln müsstest du 2000 machen. Und dann schickst du 2000 Pixel Bild über den Ether. Das ist entsprechend groß. Es geht in der Regel dann schnell über 100 Kilobyte. Ne? Und die Darstellungsqualität verändert sich nach meinem persönlichen Eindruck minimal. Das heißt, ich habe eher den Eindruck, dass wenn du die normale Auflösung einfach hinschickst, dass das Display das viel besser macht, wie wenn du tatsächlich so ein großes Bild hast. Weil die modernen Browser das halt schon im Griff haben, das hochzuskalieren. Also es funktioniert mit einem normalen Bild meines Erachtens genauso gut und du sparst halt Übertragungszeit, Bandbreite einfach. Und das ist in dem Punkt mehr wert, als wenn du ein schärferes Bild wirklich hast. Und geht es auch darum, tatsächlich irgendwie so Verkaufszahlenberichte, dass man da 5% oder so höher gekommen ist? Ich meine, das zahlt in das ein, was ich ganz zu Anfang gesagt habe. Ja? Time to First Contentful Paint ist quasi so ein Indikator. Das, was wir hier machen, zahlt genau auf diesen Aspekt wirklich ein. Also ob du damit wirklich, ich meine, was wir immer wieder bei Reviews feststellen, habe ich gerade so ein bisschen angeteasert, ist kein Blaming, es ist einfach nur ein Faktum. Wenn Marketing damit beauftragt wird, irgendwie eine Landingpage oder so irgendwas zu machen, dann hast du entweder Bilder drin, die eine viel zu hohe Auflösung haben, ja, und viel zu klein dargestellt werden. Also wir hatten das neulich erst in einem Projekt, da war unten so ein kleines Icon und es hatte 1000 Pixel und es wurde aber nur auf 60, 80 Pixel angezeigt. Also das war der Horror. Und das hat dann schnell ein halbes Megabyte.
Ja? Und wenn du jetzt nicht Lazy Loading oder so irgendwas verwendest, dann blockiert er dir die Bandbreite damit. Ja? Du willst oben die Produktseite angucken und unten im Footer hast du einen kleinen Kacker da drin. Und von daher, also es lohnt sich auf jeden Fall, über so eine Lösung nachzudenken, ob du es jetzt über ein CDN machst und einfach sagst, komm, ist mir egal, Infrastruktur will ich nicht so viel machen, Hauptsache es funktioniert gut und solide und schnell. Und CDN hat ja auch noch weitere Vorteile. Oder ob du eine Lösung machst on-premise, wo du auch ein bisschen freier bist. Das ist dir überlassen, aber ich sag mal, das nur Magento zu überlassen und versuchen, da mit Tools irgendwas zurechtzurücken, das funktioniert meistens nicht so gut. Ja, also vor allem, weil wir eben auch Bilder aus dem VCVic-Ordner und so weiter optimieren können. Das geht meistens an diesen ganzen Third-Party-Tools vorbei, weil die konzentrieren sich nur auf die Produktbilder. Aber wir können quasi alles im Media-Ordner. Wir könnten auch das im Static-Ordner machen. Aber ich hoffe mal, die Entwickler arbeiten da gewissenhafter als die Leute aus dem Marketing oder wer auch immer die Seiten bedient. Noch jemand Fragen? Das ist eigentlich eine dumme Frage, aber ich höre raus, es gibt keine Limitierungen. Eigentlich ist nur RAM, CPU und Storage irgendwo eine Limitierung. An sich ist es dem Image-Proxy eigentlich egal, was hinten dran hängt. Also das Magento-Konstrukt. Das heißt, ich kann es in kleinen Shops und auch auf Riesenshops anwenden mit 15 Stores und wie viele Bilder und Raumstock. Wenn ich es richtig weiß, nutzt zum Beispiel About You das Ding. Und zwar genau in der Version, die wir auch einsetzen. Und die haben richtig viel. Und vor allem, die sind ja auch mittlerweile im Marktplatz. Das heißt, die kriegen Bilder aus ganz unterschiedlichen Quellen. Und die nutzen es eben auch. Natürlich kannst du das, was wunderbar ist in Image Proxy, ist einfach, du schickst was rein, kriegst was raus und du kannst das eben auch asynchron machen und entsprechend von außen skripten. Ja? Das heißt, du kannst das auch asynchron irgendwie verwenden oder zum Vorprozessieren oder so irgendwas. Ja, das muss ja nicht synchron immer passieren, so wie wir es jetzt zum Beispiel einsetzen. Wir setzen es ja wirklich synchron ein. Du kannst quasi manisch flashen. Und die Bilder werden nur unmerklich langsam beim ersten Laden kommen. Aber du kannst es natürlich auch asynchron machen. Dann kannst du noch ein bisschen mehr Sachen machen, was weiß ich, mit Watermark und so weiter. Oder Quality Testing machen. Es gibt in der Pro-Variante zum Beispiel eine Version oder eine Option Best Format heißt das Ding. Also er testet quasi aus, in welchem Format habe ich bei diesem Quellbild eigentlich die kleinste Dateigröße bei der besten Qualität. Das muss sich nicht immer gleich ausgehen, weil das hängt ja nicht vom Format ab, sondern von der Quelldatei. Ja, manchmal hast du eine Quelldatei mit sehr homogenen Hintergründen oder so irgendwas. Dann ist das eine Format vielleicht ein bisschen besser wie das andere. Ja, da gibt es verschiedene Tests dazu. Und das kannst du natürlich auch asynchron austesten. Und die Antwort ist nicht bei jedem Bild die gleiche. Aber nochmal, du kannst den Image Proxy, der ist ja stateless. Das heißt, der hat kein State, er braucht nur Zugriff auf die Quelldatei. Und dann schickt er dir die skalierte Version oder optimierte Version raus. Und du kannst davon 100 Stück haben. Spielt überhaupt keine Rolle. Du hast es gerade schon wieder angesprochen. Es gibt eine Pro-Lizenz oder eine Enterprise-Version. Erlaubt die jetzt nur wirklich ein paar schöne Features oder gibt es da irgendwas Grundlegendes, was ich auch vielleicht in der normalen Version brauchen könnte? Als Beispiel nehme ich mal Elasticsearch, da gibt es zum Beispiel das Expert mit seiner Authentifizierung. Das hätte man gerne auch in der normalen Variante. Also ich habe vorhin gesagt, dieses Object Detection gibt es zum Beispiel. Wenn du jetzt solche Sachen hast, wo du halt einfach, also gehen wir mal davon aus, du wolltest einen Online-Shop machen und wolltest halt möglichst detailreich die Objekte anzeigen und du hast jetzt eben ein Smartphone, ja, du hast normalerweise relativ großzügige Shots und aber auf dem Smartphone willst du ja so ein Close-Up haben. Bei sowas könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, wenn du so Produktfotografie hast, wo halt auf dem Desktop ein möglichst beeindruckend und großes Objekt kommt und du hast ein Smartphone und willst jetzt nicht verschiedene Bildvarianten basierend auf dem Device ausschicken, dann wäre zum Beispiel so Object Detection etwas, was ich mir vorstellen könnte, was Sinn machen würde. Aber jetzt für einen Standard-Online-Shop würde ich sagen,
da passt die Open Source Variante eigentlich ganz gut. Und vor allem, wenn du nicht so auf Bildmanipulation aus bist, ja, Hintergründe austauschen, Watermarks machen, croppen und so weiter, das willst du eigentlich im Online-Shop höchst selten, weil du bei der Masse an Produktbildern, die du zu verarbeiten hast, sowieso nicht weißt, was da im Detail die bessere Variante ist. Aber du kannst damit sehr viel machen und du kannst natürlich noch mehr machen. Ich sage mal, der Varnish ist an der Ecke ja auch relativ stumpf, weil der weiß ja nicht, in welchem Kontext das Bild verwendet wird. Wenn du natürlich in Magento bist, dann kennst du vielleicht die Rolle des Bildes. Das ist zum Beispiel eine interessante Information. Das ist ein Mouse-Over oder sonst irgendetwas. Du kannst im HTML auch noch relativ viel machen, dass du zum Beispiel bevorzugte Pixelgrößen pro Device ausgibst. Das ist zum Beispiel eine Sache, die finde ich ziemlich smart. Es gibt den Source Tag und da kannst du auch ein Source Set angeben. Und da kannst du zum Beispiel sagen, wenn du eine Bildschirmbreite von 600 Pixel hast, nimm doch bitte diese Auflösung. Ja, und da kannst du Sachen viel eher hebeln, sage ich mal, als jetzt im Varnish oder im Image Proxy, wo dir einfach Kontext fehlt. Damit kann man viel machen. Das heißt, wenn man Magento-seitig noch einiges aufbaut, da kann man viel machen. Eine Sache, wo ich noch erwähnen wollte, ist, es gibt natürlich auch böse Menschen und die generieren alle Bildvarianten, die der Pixelzähler irgendwie hergibt. Also von 1 Pixel bis zu 10.000 Pixel. Dagegen kann man sich mit Image Proxy auch schützen. Also man kann diese URL signieren mit einem Hash, mit einem Sort. Und dann kannst du alle Parameter quasi einmal hashen, packst den Hash mit rein und dann kannst du die URL quasi nicht verändern. Das soll quasi gegen solche Image-Bombs, sagt man, glaube ich, French-Language dazu, soll das quasi das Ganze absichern, setzt aber dann voraus, dass du Magento-seitig ein Modul hast und das gibt es tatsächlich ja auch. Das haben wir in der ersten Version, die wir zum Experimentieren verwendet haben wir ein Modul eingesetzt, könnt ihr mal suchen, Magento 2 Image Proxy und da findet ihr auf GitHub, heißt es Fruitcake oder so irgendwas. Irgend so ein Drittanbieter hat ein kleines Modul geschrieben, was halt diese URL-Signierung nochmal macht. Das kann man verwenden. Ich finde, man muss es nicht zwingend bei den Projekten, wo wir es im Einsatz haben, funktioniert es eigentlich ganz gut. Und vielleicht noch eine Sache, vielleicht kennt ihr diesen Use Case auch. Manchmal habt ihr für Marktplätze oder so irgendwas, wollt ihr andere Bildauflösungen ausspülen als in Magento. Da funktioniert das mit der Bildgenerierung, mit dem Resizen in Magento nicht ganz so gut. Bei der Variante setzt ihr einfach die gewünschte Pixelanzahl, die ihr ausliefern wollt, auf dem Marktplatz oder was der Marktplatz einfach an Vorgaben hat, 1000 Pixel, 2000 Pixel, setzt ihr einfach ran. Und dann wird das Bild einfach, wenn es angefragt wird, on the fly entsprechend generiert. Also sehr, sehr convenient für alle. Und dadurch, dass alle Tools, die ich heute vorgestellt habe, eigentlich Open Source sind, inklusive Magento, kleiner Scherz, ist das eigentlich eine sehr günstige Lösung, die man eigentlich fast in allen Kontexten einsetzen kann. Genau. Ja. Falls niemand mehr Fragen hat, danke ich euch für die Aufmerksamkeit.